Hallo liebe Monis und herzlich willkommen zu meiner Review dieser beiden wunderschönen Sailor Moon Musical DVD-Boxen. Und zwar sind das genau genommen die Special Musical Pretty Soldier Sailor Moon Memorial DVD-Box Anza Oyama Moon Volume 1. Wow, das ist ja mal ein kurzer Titel. Naja, also kurz gesagt, es sind die beiden Memorial-Boxen zu Anza. Anza war die allererste Sailor Moon in den Musicals und sie ist auch meine persönliche Lieblings-Moon. Und ich denke, ihr wisst ja, an Sailor Moon-Zeug ranzukommen ist schwierig und sehr teuer. Aber als ich das gesehen habe, war ich so, wer braucht schon Geld? Naja, ich musste es unbedingt haben und ich bin mega glücklich darüber. Ja, und heute werden wir uns diese wunderschönen Boxen genauer anschauen. Insgesamt 10 DVDs sind drin und 2 fette Booklets. Also, ja nice. Da hinten sieht man auch, was drauf ist. Es sind dann halt alle von Anzas Musicals. Beziehungsweise es gab auch noch ein paar andere, die wurden aber sowieso nie aufgezeichnet und nie irgendwie veröffentlicht. Also, naja, das hier sind halt alle von denen, die jemals aufgezeichnet wurden, was eh schon ziemlich viele sind. Ja, die Boxen finde ich wirklich wunderschön aufgemacht. Und fangen wir doch gleich mal an mit Box Nummer 1. So, das hier ist einmal das Booklet. Das hat ungefähr 100 Seiten, genauso wie das andere, weshalb wir das natürlich nicht ganz anschauen werden, denn das würde jetzt den Rahmen sprengen. Naja, das hier ist der Inhalt. Es ist halt vollgestopft mit Bildern. Und lasst euch übrigens nicht von den Kostümen abschrecken, es waren halt die allerersten Musicals und die haben jetzt noch nicht so mega gut ausgesehen. Da ist auch immer eine Liste drin mit Merch-Sachen, die zu den Musicals rausgekommen sind. Ja, also wie gesagt, hier ganz viele Musical-Fotos. Die sind wirklich cool, hier auch viele Fotos von den Proben. Ach, es ist großartig, aber wie gesagt, jetzt das ganze Booklet zu zeigen, das wäre dann doch ein bisschen drastisch. Aber ich hoffe, es reicht, wenn ich euch hier einfach mal ein paar Impressionen zeige. Ja, und da hinten ist dann auch noch ein längeres Interview mit Anza, natürlich alles auf Japanisch. Aber hey, da es ansonsten vollgestopft ist mit Bildern, denke ich, passt das schon einigermaßen. Die erste DVD hier drin ist natürlich auch das allererste Musical überhaupt, nämlich Gaiden da Kingdom Fukatsuhen. Das ist zur ersten Staffel. Naja, aber natürlich sind die Musicals alle ein bisschen anders, weil man das ja auch auf der Bühne umsetzen muss. Naja, und besonders hier waren die Kostüme jetzt noch nicht so geil, aber ich finde trotzdem, jedes Musical hat irgendwas Cooles und ich mag auch alle Storys, die sie erzählen. Ja, so sieht die Disc aus und hier ist dann immer noch so eine kleine Anleitung dabei, wie die DVDs funktionieren, also die Menüs und so. Ich glaube einfach, zu dem Zeitpunkt waren DVDs gerade neu. Aber diese Anleitung ist echt bei allen dieser DVDs dabei. Naja, aber ansonsten sind die innen jetzt leider ziemlich unspektakulär. Leider sind auch auf den Discs selber keine Extras mit drauf. Und leider auch keine Untertitel, aber das war natürlich klar. Aber ich habe auch schon vorher ein paar Musicals ohne Untertitel geschaut und das hat trotzdem ganz gut funktioniert. Denn naja, es ist Sailor Moon und man versteht trotzdem, was passiert. Und es sind ja auch viele Lieder und so. Und ein bisschen Japanisch kann ich ja, also wenn man dann hin und wieder mal so ein paar Fetzen aufschnappt, dann versteht man schon, jetzt geht's gerade darum. Ja, das hier ist die unglaublich tolle Anleitung. Ja, bei den Menüs selber ist auch nicht so viel Spannendes, da gibt's halt eine Szenenauswahl und man kann auch Songs aussuchen. Und es gibt auch noch die Option, sich bei den Songs japanische Untertitel einblenden zu lassen, also die Songtexte. Dann weiter im Text mit Usagi Aino Senshi Enomichi. Das ist dann ein Musical zur 3. Staffel. Also ja, bei den ganz frühen gab es tatsächlich gar keins zur 2. Staffel. Die haben direkt mit der 3. Staffel weitergemacht. Ich vermute mal, weil gerade die 3. Staffel lief und naja, man sich davon ein bisschen so nach dem Motto, hey, wir sind voll up to date, wir haben die neueste Staffel. Und das lief übrigens auch eine ganze Zeit, bevor die 3. Staffel überhaupt zu Ende war. Weshalb sich dieses Musical auch sehr auf die erste Hälfte fokussiert. Also die Witches 5 zum Beispiel gab es gar nicht in diesem Musical. Es gab halt nur an Feinden Tomoe und Kaoli Night. Und auch noch Untergebene von denen, die es nur in den Musicals gab.
Außerdem gibt's hier keine Sailor Saturn und auch Pluto gibt's nicht wirklich. Es gibt halt nur mal so eine Szene, wo Pluto als Silhouette auftaucht, aber ja, das zählt nicht wirklich. Naja, also wie gesagt, er hält sich erstens sehr stark an den Anime und zweitens nur an die erste Hälfte der Staffel, aber hat halt auch viel Neues und ich finde die Story trotzdem ganz interessant. Ja, und falls ihr euch fragt, warum hier 2 Chibiusas sind, das ist, weil, naja, mit Kindern auftreten ist immer schwierig, weil das ja auch sehr anstrengend ist. Deshalb hat man das mit den Chibiusas oft gemacht, damit die sich aufteilen können. Also ich glaube, hier ist es so, eine von denen spielt Chibiusa und eine dann später in der Aufführung Chibimon. Als nächstes haben wir Yume Senshi Ai Ayeni, das ist dann zur 4. Staffel. Ja, und auch das lief noch, bevor die 4. Staffel zu Ende war, soweit ich weiß, weshalb auch das hier ziemlich anders ist. Aber diese Story hier liebe ich total. Und das nächste ist noch einmal Yume Senshi, aber die Kaiteiban-Version davon. Kaiteiban bedeutet, dass man das gleiche Musical, also die gleiche Story nochmal aufführt, aber mit ein paar Änderungen. Und hier ist es sogar eine einigermaßen große Änderung, nämlich taucht hier erstmals Sailor Saturn auf. Im Vorgängermusical, also dem originalen Yume Senshi, spielt Totaro zwar auch eine größere Rolle, aber sie wird eben nicht zu Sailor Saturn. Ja, und deshalb mag ich das hier auch lieber. Und ich finde, diese Story hier ist richtig toll, wie schon gesagt. Ich mag es sehr. Und auch bei diesen frühen Musicals hat man sich noch mit den Spezialeffekten voll Mühe gegeben. Also manchmal so Funken, kleine Pyro-Effekte oder dass die Senshi so an Seilen durch die Luft fliegen. Ja, das fand ich echt cool. Und die letzte DVD hier drin ist jetzt kein Musical, sondern die Song Collection. Und naja, da sind Aufführungen von diesen 10 Songs drauf und das Ganze wird ein bisschen moderiert von Moon und Mercury. Ist jetzt nicht ultra krass, aber ich finde es trotzdem ganz nett. Ja. Ach übrigens, falls ihr generell mehr über die Musicals erfahren wollt, ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht und ich kann euch da vielleicht mal eine Playlist verlinken. Ja, als nächstes machen wir weiter mit Box 2 und wie gesagt, auch darin haben wir ein ungefähr 100-seitiges Booklet und auch da wollen wir mal kurz reinschauen. Ah, die Fotos hier drin sind toll. Vor allem, weil hier auch dann die Kostüme langsam ein bisschen besser werden. Ja, hier auch wieder ganz viele Fotos, Merch, Probeaufnahmen, der Cast der einzelnen Musicals. Das ist richtig cool. Ich glaube, das sind dann auch teilweise die CD-Cover und so weiter. Oder halt Sachen aus den Booklets. Und auch hier hinten dann nochmal ein Interview mit Ansa. So, das erste Musical, das hier drin ist, heißt einfach nur Sailor Stars und ist natürlich dann zur 5. Staffel. Aber auch das hier lief, bevor die 5. Staffel zu Ende war und ist deshalb ziemlich anders. Ja, Galaxia hat hier auch noch einige Untergebene, die sie sonst in keiner anderen Version hat. Ist auf jeden Fall interessant. Mir ist der normale Stars Arc zwar lieber, aber ich habe es ja schon gesagt, ich mag eigentlich alle Musicals sehr gerne und alle haben irgendwie trotzdem eine coole und interessante Story. Auch einfach, weil es mal was anderes ist, ist es spannend. Und das hier ist dann das Kaiteband zu Sailor Stars. Ach ja, übrigens, falls ihr schon mal was von den Anime-Mates Sailor Pewter Fox und Sailor Titanium Keroko gehört habt, ja, in diesem Musical kommen sie vor, also in Sailor Stars generell. Und dann haben wir Eien Densetsu, was ich total liebe. Das ist auch zur 5. Staffel, aber dieses Mal hält es sich dann doch mehr an den Manga. Wahrscheinlich, weil dann die Staffel auch schon gelaufen ist, vermute ich zumindest mal. Ja, da kommt dann auch Kakyu vor und Chibi Chibi. Ich glaube, die waren bei Sailor Stars auch nicht dabei. Und was auch eine große Änderung ist, aber was ich mega geil finde, Galaxia beschwört Queen Beryl und die Shitenno. Yay! Dann haben wir noch die Kaiteband-Version dazu. Die trägt auch noch den Zusatztitel The Final First Stage. Naja, denn bei den Musical gibt's Stages
Und naja, das hier ist dann das Ende dieser Ära und auch das Ende der Anza-Ära. Aber vorher kommt noch eine DVD. Aber erstmal hier die Rückseite. Übrigens hatte Yume Senshi, das kalte Band, auch noch den Zusatztitel Satin Fukatsu Hen, weil da eben auch Saturn vorkommt. So, und die letzte DVD ist noch eine dritte Version von Eien Densetsu. Und zwar ist das hier mein Lieblingsmusical. Nämlich ist das Senshuraku. Das bedeutet, es ist vom allerletzten Tag, also von der allerletzten Aufführung. Was heißt, es war auch die letzte Aufführung für alle diese Schauspielerinnen. Und es war mega emotional. Man merkt halt einfach, wie die alle nochmal ihr Bestes gegeben haben. Und man hat es auch nochmal witziger gemacht. Und am Ende gibt es dann auch noch einen langen Part, wo sich alle verabschieden und sogar Naoko Takeuchi auf die Bühne kommt und alle heulen. Und es ist super emotional und ich liebe es total. Also, Eien Densetsu ist mein Lieblingsmusical. Aber nicht nur deswegen, sondern ich finde auch generell die Story sehr gut. Ja, das waren dann die wunderschönen Anza Memorial DVD-Boxen. Wie schon gesagt, ich bin mega glücklich, dass ich sie habe. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt gern Kommentare. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.